Moin Leute und herzlich willkommen zurück zum Programmieren lernen. Heute wollen wir uns einer weiteren wichtigen Funktion zuwenden, und zwar der zip-Funktion. Zip ist für euch tatsächlich relativ interessant, weil man damit sehr, sehr viel machen kann. Und ja, man kann dadurch auch wieder sehr, sehr viel Code sparen. Wir wollen uns einfach mal kurz angucken, was jetzt hier tatsächlich passiert. So, wir haben diesmal keine Funktion. Wie gesagt, wir gucken uns jetzt gerade einfach nur die berühmtesten funktionalen Funktionen an, die man so haben kann. Deswegen Zip ist einfach ein super Beispiel dafür. Und wir nehmen jetzt einfach hier noch eine zweite Liste L2, die besteht aus 3, 4, 5, 6, 7 und 8. Und jetzt rufen wir Zip auf. So, was macht jetzt also Zip? Wir sagen L3 gleich Zip. Und das ist tatsächlich eine eingebaute Funktion. Und jetzt sagen wir hier L, L2. Und was jetzt passiert ist, L3 ist genau gleich, also das ist jetzt das, was quasi Zip für euch macht. L3 baut euch jetzt eine neue Liste. Und ich mache hier mal daraus nur 3, sonst muss ich so viel tippen. Und zwar 1,2 und jetzt kommen wir gleich zu einem neuen Datentyp eigentlich auch, falls ihr den noch nicht kennt, 2,4 und als letztes haben wir 3, innen drin geschrieben bitte, 3,5. So, und das ist jetzt das, was dabei rauskommt. Also ihr seht immer das erste Element der ersten Liste, dann das erste Element der zweiten Liste in einem Tupel. Ein Tupel ist jetzt, habe ich glaube ich auch schon mal ganz kurz erwähnt, für die Leute, die es vergessen haben, sozusagen eine Liste, die aber immer genau gleich lang ist. Das heißt, sie kann nur 2 sein und es gibt nichts anderes davon. Okay, das bedeutet, wir haben hier jetzt sozusagen eine Spezialliste aus Tupeln. Ja, warum sollte mir das jetzt irgendwas bringen? Warum ist das irgendwie cool? Naja, ich kann damit richtig viele Sachen machen. Zum Beispiel kann ich jetzt hier ein Map drauf anwenden. Das bedeutet, ich kann jetzt hier auch hergehen und sagen, Map, dann irgendein, also erstmal die Liste L3 natürlich rein, irgendeine Funktion foo. Und diese Funktion foo kann jetzt hier natürlich 2 Parameter verwenden, also nicht nur einen. Das bedeutet, wir haben hier 1 und 2. Und jetzt kann ich natürlich hergehen und, also das muss natürlich dann aber auch als Tupel angewendet werden. Das heißt, eure Funktion foo, Function foo, die muss hier, Achtung, ein Tupel verwenden. Das bedeutet hier x zum Beispiel. Und x muss dann aber der Form sein, dass wir x1 oder x a und b haben. A, b gleich x. So, das wäre sozusagen das Auspacken von einem Tupel. Und jetzt kann ich hierher gehen und kann sagen return a mal b. Ups. Sowas zum Beispiel. Und was jetzt passiert ist, naja, was habe ich jetzt gerade hier gemacht? Okay, wir haben hier jetzt eine Funktion foo in Map wieder mal eingegeben. Map kennen wir ja, das wendet einfach auf jedes Element hier die Funktion an. So, und dieses Map bekommt jetzt auch wieder nur ein Parameter x. Warum ist es nur ein Parameter, wenn ich hier ein Tupel eingebe? Da sind doch 2 Zahlen drin. Richtig, aber Tupel zählen als ein Parameter. Das ist sozusagen der Trick davon. Tupel sind ähnlich wie Listen und eine Liste ist einfach auch ein Parameter. Das hier könnte auch einfach eine Liste sein, wäre es trotzdem nur ein Parameter. Und das ist jetzt ein Tupel und ich weiß in meiner Funktion foo, dass es 2 Tupel, also ein Zweier-Tupel ist, sprich 2 Elemente sind drin. Also kann ich sagen, ich extrahiere aus diesem x raus ein a und ein b. Also meinen ersten Wert und meinen zweiten Wert. Und jetzt habe ich hier einfach ein a mal b. Und so kann ich natürlich jetzt auch hergehen und kann verschiedenste Sachen damit machen. Achtung, wenn ihr Zip anwendet, dann gibt es hier so ein paar kleine Schwierigkeiten, nennen wir es jetzt einfach mal. Und zwar, was würde denn passieren, wenn jetzt die Listen nicht gleich lang wären? Das heißt, die eine hat hier 4 Elemente und die andere hat 3 Elemente. Würde dann sowas passieren? Oder würde sowas passieren? Oder sowas? Oder was genau würde jetzt gerade passieren? Naja, normalerweise bei jeder Standard-Zip-Implementierung würde einfach abgeschnitten werden, wenn eure Liste hier ungleich lang ist. Das heißt, es werden einfach nur die Elemente genutzt, die wirklich von beiden Listen angegeben sind. Das heißt, wir haben hier Elemente 0, 1 und 2 und hier haben wir Elemente 0, 1 und 2 und das dritte Element fällt eben raus. Das heißt, es hat Pech gehabt. Deswegen immer vorsichtig sein, wenn ihr Zip anwendet. Aber ja, so wäre dann die relativ zügige Implementierung natürlich. Okay, und damit kann man jetzt natürlich auch super Sachen machen, wie zum Beispiel immer nur das größere Element rausfinden oder sowas. Also zum Beispiel hier einfach sagen, okay, ich habe A und B und dann sagen wir geben A zurück, also
ja, ihr kennt das Ganze, also ich glaube, ihr könnt selber ein Maximum berechnen. If a größer b, dann geben wir a zurück und ansonsten geben wir eben b zurück. Also solche Sachen kann man dann natürlich super damit machen. Ups, ich mache das gerade mal nochmal rückgängig, damit wir hier ein vernünftiges Ding haben. In dem Fall wäre es jetzt einfach Multiplikation von 2 Listen, einfach jedes Element, was natürlich auch irgendwie seinen Charme hat. Gut, das war's mal wieder. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann, ciao!